Butterfly völlig automatisiert handeln, das geht mit der Options-App. Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Sebastian. Ja, hallo von meiner Seite aus und willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie du einen Put Broken Wing Butterfly handeln kannst, und zwar komplett automatisiert in der Options App. Doch zunächst einmal schauen wir uns dafür die Konfiguration an sich an, damit wir verstehen, okay, was ist denn das für ein Trade und wie kann der vielleicht auch Sinn machen. Du siehst zunächst hier oben links bei Options Trade, da steht der QQQ. Das bedeutet, wir wollen diesen Trade nicht auf den S&P 500 eröffnen, sondern tatsächlich auf den Nasdaq 100, denn der QQQ ist ja ein sehr liquider Index, Entschuldigung, ETF, muss man sagen, auf den Nasdaq 100. Und der Nasdaq, na, der läuft in der Regel relativ bullish, und deswegen habe ich mir mal einen Trade überlegt, der eben auch von bullischen Szenarien profitiert, aber eben auch von neutralen Szenarien sogar noch mal ein bisschen übermäßig mehr profitiert. Wenn es nach unten geht, dann würde dieser Trade natürlich auch Verluste machen. Und so habe ich es entsprechend eingestellt. Das heißt, ich habe hier am Geld, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos steht der QQQ bei ca. 591. Am Geld habe ich 2 Short Puts platziert und einen gekauften Put, 5 Punkte darunter, und einen gekauften Punkt 2 Put 2 Punkte darüber. So, was haben wir dadurch generiert? Generell haben wir so eine Schiefstellung eines Butterflies, ja? Der könnte auch, wenn er symmetrisch wäre, würde der so aussehen, aber das wollen wir nicht, denn ich habe beschlossen, hier zu sagen: „Okay, ich möchte einen Butterfly eröffnen, der eben bullischer gestimmt ist.“ Ja, wo hatten wir den jetzt drauf? Ich glaube, hier hatten wir ihn drauf. Das heißt, auf der Oberseite nur 2 Punkte zwischen Short und Longs, auf der Unterseite 5 Punkte Differenz zwischen Short und Long. So, das heißt, wenn wir jetzt hier starten, diese schwarz gestrichelte Linie, das ist der ATM-Strike, wenn man so will. Das heißt, da, wo der Markt aktuell steht, 591,18. Ja, und wenn es irgendwo in einem neutralen Bereich bleibt, ja, dann gehen wir hier schön langsam mit dem Seitwärts in das Zelt rein. Wenn der QQQ aber steigt, ja, dann würden wir hier einen limitierten Gewinn mitnehmen, in vielen Fällen. Geht dann natürlich nach unten, klar, dann wird es gefährlich, nämlich ab der Marke von 588,16. Das ist der Break-Even. Ja, gehen wir so langsam in die Verlustzone rein, aber der Verlust ist limitiert. Aber man sieht das Ganze hier oben, auch der Maximalloss bei diesem Trade ist $216. Der Max Profit ist $284. Es kommt natürlich auch immer auf die Gewinnwahrscheinlichkeiten an. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das heißt, das ist nicht unbedingt ein profitabler Trade. Das ist einfach nur ein Trade, den ich exemplarisch nehme, um zu zeigen, wie wunderbar man das Ganze auch hier handeln kann in der Options App. Und zudem können wir auch noch Folgendes machen, nämlich wir können hier einen Stop einbauen. Und diesen Stop könnten wir auch an unseren Break-Even-Point orientieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass, wenn der jetzt zurückgeht, dass wir hier eine Nullnummer haben, da werden wir einen Verlust haben, weil die T+0-Linie ja irgendwo hierher geht. Aber wir können das Ganze eben hier so sagen, ja, im Trade, dass wir sagen, okay, wenn die 588 unterschritten wird, dann möchte ich bitte aus dem Trade rausgehen. Und die 588, ja, das ist ja genau 2 Punkte oberhalb des Long Puts auf der Unterseite. Ja, und genau das können wir definieren in der Options App. Ich schiebe das Ganze jetzt mal weg und dann machen wir das. Du siehst, ich bin bereits hier in der Options App drin, mit dem Paper Trading Konto verbunden, und ich gehe hier auf Configuration. Zuvor habe ich den QQQ auch schon in den Settings aktiviert als Underlying. Wir können ja inzwischen auch den IBM, den ROT und so weiter handeln, auch den XSP, und da kommen auch zukünftig noch mehrere Underlyings hinzu. Und dann gehe ich auf den QQQ und du siehst, hier kann ich noch nichts aufklappen. Ich habe hier noch nichts in diesem Konto mit dem QQQ eröffnet. Und zunächst einmal müssen wir ein Trade Template definieren. Dafür gehe ich hier auf das Plus, mache das Ganze mal ein bisschen größer und sage jetzt eben, okay, das ist mein Put Broken Wing Butterfly, und beschreibe auch noch, wie der aussieht. Ja, der wird ATM eröffnet. Dann hat der plus 2 Punkte auf der Oberseite, und auf der Unterseite soll er eben minus 5 Punkte haben. Ja, dadurch erkenne ich dann einigermaßen, was das Ganze bedeuten soll. Ich muss nun die verschiedenen Legs zusammenstellen und mache das natürlich genauso, wie ich das hier vorhatte oder auch schon gemacht habe in Options Trade. Das heißt, ich brauche zunächst mal einen gekauften Put. Dann möchte ich diesen gekauften Put, na, müssen wir kurz gucken. Ne, wir wollen erst den verkauften Put haben. Warum? Der verkaufte Put, der soll immer at the money ähm, direkt gemacht werden. Das siehst du hier auch bei diesem Trade. Ja, die Spitze hier ist quasi direkt auf die gestrichelte Linie ist, nämlich genau bei 591. Das sieht man hier dann auch an diesen Strike. Ja?
So, das heißt immer ATM, da wo der Markt gerade ist, soll at the money soll dieser Short Strike aufgemacht werden. Das stelle ich hier ein, ja, über die Suchkriterien. Das heißt, er soll hier wirklich ein Offset im Vergleich zu at the money machen, ja? Und in dem Fall ist das Offset bei 0, genau bei 0, denn genau da am Geld, in dem Falle jetzt hier 591, da soll er den Count aufmachen. Und wir wollen ein 7 DTE Trade machen. Und ganz wichtig, wir wollen Butterfly handeln. Deswegen ist der Short Put hier in dem Fall natürlich mit Ratio 2 zu versehen und die anderen gleich, die dazukommen, die Longs mit Ratio 1. So, damit bin ich dann hier erstmal fertig. Ich mache keine Price Range, ja, ich nehme die Methode Nearest, das soll also nah wie möglich da dran kommen, dass er einfach den At the Money Strike nimmt. Der rundet den auch in dem Fall, wenn er 2 Stück hat, da wo er näher dran ist. So, und nun möchte ich weitere Legs hinzufügen. Ganz wichtig, aber diese Legs müssen in klarer Abhängigkeit sein zu dem Short Leg. Das heißt, ich kann kein neues freies Leg hier definieren. Das erkennst du immer dadurch, dass hier vorne ein Kringelchen ist. Ja, wenn du das hier über Add Leg hier hinzufügst, ist aber ein Kringel, das ist ein neues unabhängiges Leg. Das heißt, ich kann hier auch wieder über Delta, über Prämie dieses Leg komplett von der Options App bei der Eröffnung suchen lassen. Wenn ich aber eine Abhängigkeit haben möchte, das heißt, abhängig von dem, wo du das gefunden hast, soll so und so viele Punkte darunter oder drüber dieser andere Strike, also das andere Leg eröffnet werden, dann muss man das Ganze hier über diese Klammer machen. Dann ist es nämlich ein sogenanntes Dependent Leg, also ein abhängiges Leg. Und du siehst, wenn ich da draufklicke, dann kommt hier so eine Klammer. Warum? Weil das eben abhängig ist von dem oberen. Und das Offset hier ist klar bestimmt. Das heißt, ich kann hier nicht mehr irgendwas anderes auswählen, sondern es ist klares Offset zu dem darüber liegenden. So, Ratio 1, fangen wir vorne an, ja, wir wollen natürlich einen Put kaufen. Ratio 1, auch 7 DTE im Offset zu dem oberen plus minus, können wir jetzt sagen. So, und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Unterseite. Ja, die Unterseite ist 5 Punkte, soll da drunter eröffnet werden. Das heißt, wenn der jetzt aufgemacht wird bei 591, 5 Punkte darunter, wird das aber 586 der gekaufte Put aufgemacht. Und nun kann ich noch sagen, Use Closer Strikes, das ist so eine Funktion, dass wenn er gleiche Strikes hat, die näher dran sind, die das gleiche kosten von den Long-Kosten, dann würde er das Ganze entsprechend ein bisschen verschieben, günstiger für uns machen. Macht hier absolut gar keinen Sinn, deswegen nehme ich das weg. So, und nun brauche ich noch ein zweites abhängiges Leg. Das mache ich wieder zum oberen hier mit dieser Klammer. Ich habe hier ein zweites abhängiges Leg drin, das andere hat sich nach unten geschoben. Und nun kaufe ich wieder einen Put im Ratio 1. Ja? Also jeweils zweimal ein gekauften Put und 2 verkaufte. Damit bin ich wieder komplett flat so gesehen, ja, Short zu Long von dem Verhältnis her. Ratio 1, 7 DTE, wieder im Offset, aber diesmal müssen wir den da drüber platzieren, also 2 Punkte da drüber. Und Use Closer Strikes schalte ich aus. Wir vergleichen das jetzt nochmal. Wir fangen an mit dem Short Leg. Das ist das Entscheidende. Das platzieren wir at the money, also bei 591. Da steht das hier, 591. Das Video hat dir weitergeholfen? Dann freuen wir uns jetzt über deine Hilfe, indem du den Daumen hoch anklickst, den Kanal abonnierst, Kommentare dalässt und den Thanks-Button nutzt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Nun 2 Punkte darüber, das Long Leg, also in Abhängigkeit zu dem oberen, Entschuldigung, haben wir eben 2 Punkte darüber das Long Leg. Und 5 Punkte darunter, 591 zu 586, da bitte immer das andere Long Leg, minus 5, hinplatzieren. So, nun bin ich schon mit meinem Trade fertig, habe aber noch keinerlei Exit-Kriterien, Profit-Targets und so weiter definiert. So, und in dem Fall haben wir ja gesagt, wir wollen gerne, dass der ganze Trade beendet wird, wenn auf der Unterseite, nur auf der Unterseite, die 588 erreicht ist. Jetzt müssen wir das Ganze aber relativ machen. Das heißt, wir haben gesagt, 588, da ist ungefähr unser Break-Even, circa. Und 586, da ist ja unser unterer Long Put. Und den können wir jetzt als Referenz nehmen. Wir können auch den Short Put als Referenz nehmen. Wir nehmen aber mal den unteren Long Put und sagen, wenn der Kurs 2 Punkte oberhalb des unteren Long Puts ist, dann bitte mach die ganze Kombination hier zu, den ganzen Trade zu. Ich könnte genauso gut sagen, nimm den Short als Referenz, wenn der 3 Punkte darunter ist, unter diesem Short Strike, dann mache das zu für das gleiche Ergebnis. Ja? So, aber wir schnappen uns den unteren. Das heißt, zunächst einmal wollen wir jetzt hier auf die ganze Combo eine Profit and Loss Action hinzufügen. Du hast hier diverse Möglichkeiten, Profit Targets, Stop Losses und so weiter. Wir wollen ja aber ganz definiert nur zu machen, wenn eben wir 2 Punkte oberhalb des Long Legs sind. Und das machst du hier mit dieser Funktion, nämlich Exit when underlying price moves so gesehen, ja.
Es ist immer als Satz zu lesen von links nach rechts, was das angeht. Also er beschwert sich hier, weil ich hier was auswählen muss, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Exit when underlying price is below lag oder da unten above lag. Jetzt interessiert uns nicht, wenn irgendwas da drüber ist, das was geschlossen werden, sondern nur, wenn es darunter geht. Also brauchen wir nur die erste Zeile ausfüllen und müssen jetzt sagen, auf welches Leg soll sich das Ganze denn beziehen. Und da siehst du die verschiedenen Legs, ja. Sell-Put, Buy-Put, Buy-Put mit den entsprechenden Eigenschaften. Und das, was wir haben wollen, ist das auf der Unterseite. Das ist das, was bei -5 steht. Ja, also genau dieses untere hier. Darauf wollen wir uns beziehen. So, und wenn wir hier in Punkte gesprochen 2 Punkte oberhalb dieses Strikes sind, dann bitte mach die Kombo zu. Ja? Das heißt, es ist komplett relativ. Ich muss nicht mit festen Werten irgendwie rechnen, ja, wenn du bei 586 bist. Nein, ich weiß ja nicht, wo der Markt vielleicht morgen steht, wo ich den Trade eröffnen möchte. Oder vielleicht mache ich den jede Woche auf. Und vielleicht mache ich ihn gleich auf, weil der Markt bewegt sich auch noch. Ich möchte in Relation zum unteren Leg, wenn es 2 Punkte darüber ist, dann möchte ich den Trade schließen. Ich könnte auch ein Regelwerk haben, wo ich sage, okay, wenn das untere Leg angelaufen wird, dann schließe den Trade. Was müsste ich dafür machen? Dafür müsste ich hier eine Null eintragen. Das heißt, genau dann, wenn der Strike des unteren Legs erreicht ist, dann schließe den ganzen Trade. Könnte ich auch machen. Wir bleiben jetzt mal dabei, wie wir es gerade besprochen haben, machen hier also eine 2 rein. So, nun habe ich mein Exit klar definiert. In allen anderen Fällen würde ich einfach in den Verfall reinlaufen. Ja, das heißt, ich lande bei der Expiration-Linie, entweder, wenn es glücklich läuft, hier oben oder vielleicht auf der Oberseite hier. Das wird wahrscheinlich ein häufiger Fall sein. Ich könnte jetzt natürlich mehrere Exit-Kriterien noch hinzufügen, wie zum Beispiel ein Profit-Target. Das heißt, wenn du jetzt im Regelwerk siehst, oh, ist es in der Regel lukrativ, bei beispielsweise 80% den Gewinn mitzunehmen, dann kannst du hier bei Profit-Target reingehen in Prozent und sagst, bei 80% schließe die ganze Position 100%. Damit hast du dann auch noch ein Profit-Target definiert. Können wir hier oben vielleicht auch noch, könnte man das dann hinzufügen, wie der Stop aussieht und so weiter. Aber das ist natürlich deine eigene Sache, wie du die Beschreibung hier letztendlich formulierst. Und das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen noch Angaben machen, wie soll die Options App versuchen, den Trade für dich zu eröffnen in diesem Template. Und das sagen wir unten im Entry Behavior. Zunächst können wir sagen, wie viele Versuche sollst du unternehmen, um den Trade anzupassen vom Preis her. Da würde ich in dem Fall ein bisschen höher gehen, zum Beispiel 6 Versuche. Er wartet immer circa 5 Sekunden zwischen den Versuchen und adjustiert um 0,01. Das ist die kleinste Inkrementierung hier für dieses Underlying. Und er startet beim Midpreis. Das heißt, er würde für diese Combo erstmal alle Strikes zusammenstellen, suchen entsprechend der Kriterien, würde dann den Preis ermitteln, den Midpreis, und würde sich dann quasi dort platzieren und würde dann eben anfangen, Adjustierungen zu machen in Höhe von 0,01, langsam entgegengehen, bis man eine Ausführung bekommt. Das würde er bis zu 6 Mal machen. Wenn er es dann nicht geschafft hat, würde er nochmal neu die Strikes suchen. Es kann ja sein, dass die Marktbedingungen sich so schnell geändert haben, dass dann der At-the-Money-Strike schon wieder 1, 2 Punkte höher oder niedriger liegt. Da würde er sich also wieder anpassen, bis er eben eine Ausführung hat und du im Trade drin bist. So, schauen wir noch mal auf die rechte Seite. Hier kann man auch noch sagen, dass man das außerhalb der Handelszeiten der regulären handeln könnte. Das würde ich jetzt für so einen Trade jetzt generell nicht empfehlen oder allgemein sollte das eine Ausnahme darstellen. Ich kann sagen, soll das Use Exec DTI sein oder lasse ich es auch zu, dass er, wenn die 7 DTE-Kette nicht da ist, auch ausweicht auf 6 DTE oder 8 DTE, weil da ein Feiertag ist oder wie auch immer. Ne? Das würde er dann auch machen. Machen wir in dem Fall auch nicht. Lassen wir hier stehen, gehen auf Confirm und haben dann hier unseren ersten QQQ-Trade hier in diesem Konto zumindest drin, nämlich den Put Broken Wing Butterfly. Nun fehlt noch eines, nämlich ich muss ja jetzt irgendwie sagen, okay, wann sollst du denn immer eröffnet werden? Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass zum Beispiel jeden Freitag um, sagen wir, 11 Uhr US-Zeit, also 17 Uhr deutscher Zeit, das Ganze eröffnet werden soll. Dann definiere ich eine Strategie und sage hier mein Butterfly BF. Ja, kann die Strategie benennen, wie ich möchte und kann jetzt hier diesen Trade rüberziehen und kann das Ganze jetzt mit einer Uhrzeit versehen. Das heißt, hier in dem Fall mache ich hier 11 Uhr rein. AM, wie gesagt, das ist amerikanische Zeit, die ich hier eingestellt habe. Das kann man auch in den Settings, könnte man das anders machen. Ich kann dem Trade eine gewisse Zeit zur Eröffnung geben, ehe er aufgeben würde. Hier würde ich generell ein bisschen niedriger gehen, vielleicht ungefähr auf 2 Minuten. In der Regel sollte das nur wenige Sekunden dauern, um einen solchen Trade auszuführen. Könnte jetzt auch noch Entry oder Exit Conditions hinzufügen, die Quantity, also wie viele eröffnet werden sollen und so weiter. Aber so überspringen wir mal, das haben wir auch schon manchmal hier in Videos auch gezeigt. Was ich dann noch machen muss, ich muss die Strategie aktivieren und kann dann auch sagen, in welcher Frequenz soll das gehandelt werden.
Daily, das würde bedeuten, jeden Tag um 11 Uhr wird dieser Butterfly aufgemacht oder versucht zu eröffnen. Oder ich sage zum Beispiel Weekly oder an nur speziellen Tagen, die ich manuell auswähle. Wir gehen jetzt mal auf Weekly und bekommen dann ein weiteres Feld und können dann hier reingehen und können zum Beispiel sagen, okay, Montag, Dienstag und wie auch immer. Wir haben gesagt, nur am Freitag. Da ist das F hier drin für Friday. Ich könnte übrigens auch noch Blackout-Dates zum Beispiel bestimmen. Das würde auch noch gehen, dass man zum Beispiel Fat-Meetings und so weiter ausschließt. Aber da gehe ich jetzt mal nicht noch weiter und tiefer rein, damit es nicht zu kompliziert wird, um es mal so zu sagen. Ja? So, und nun habe ich hier meinen Trade drin. Und wenn ich hier aufs Dashboard gehe, dann sehe ich, das ist ein QQQ-Trade, in dem QQQ-Reiter auch den Trade. Den sehe ich jetzt hier gerade nicht. Warum? Ich nehme dieses Video an einem Mittwoch auf, den 17.09. und der wird ja nur am Freitag gehandelt. Aber ich kann hier schon in die Vorschau reingehen und kann schauen, was ist denn am Freitag angesagt und siehe da, da erscheint der Trade. Das heißt, wenn ich jetzt am Freitag das Ganze anhabe, vernünftig verbunden habe mit der TWS, dann wird am Freitag um Punkt 11 Uhr dieser Trade zu genau diesen Bedingungen, die wir beschlossen haben oder gerade eingegeben haben, wird das Ganze eröffnet und auch die Exit-Bedingungen, das wird alles automatisch erledigt und ich muss mich nur noch darauf konzentrieren, ein Regelwerk zu schaffen, ja, neue Trades vielleicht auch zu backtesten und kann das Ganze hier gemütlich automatisiert handeln lassen. Und inzwischen ist es zumindest bei mir auch so, ich habe verschiedene SPX, SPY, QQQ-Trades drin. Ich habe viele, viele Eröffnungen, die täglich funktionieren. Ich habe 0 DTE, 1 DTE, 7 DTE, 60 DTE-Trades drin. Also das lässt sich wunderbar kombinieren. Das heißt, auch bei mir hat sich mein Optionshandel komplett gewandelt von manuellem Aufwand hin zu nur noch automatische Regelwerke zu handeln. Wenn du darüber mehr erfahren willst, kannst du gerne natürlich auch auf optionsapp.de vorbeischauen oder unter dem Video nutzt du am besten den Link, dann bekommst du nämlich für die Anmeldung bei der Options App eine 30 Tage Testversion, wo du erstmal alles ausgiebig testen kannst, unsere Dokumentation anschauen kannst, unsere Videoreihen, wo wir alles ausführlich erläutern. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.